meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man kostengünstig einen Bremssattel überholen kann. Da mache ich aus so einem Bremssattel so ein. Viel Spaß! Als erstes nehme ich den Bremssattel vom Bremssattelträger ab. Dafür spanne ich es im Schraubstock ein. Macht sich einfach besser. Jetzt kommt die Haltefeder raus. Nun die beiden Schutzstopfen hier ab. Und mit einem 7er Imbus die beiden Führungsschrauben rausschrauben. Jetzt kann man den Bremssattel abnehmen. Als nächstes die Bremsbeläge und die Führungsschrauben raus. Die Führungshülsen raus. Jetzt den Kolben aus dem Bremssattel drücken. Das geht am besten mit Druckluft. Legt euch was drunter, da kommt Bremsflüssigkeit mit raus. Und bitte nicht die Finger beim Rausdrücken hier zwischen machen. Da kann man sich schon ganz schön verletzen dabei. Ich mache das immer mit so einem Lappen, den ich mehrfach zusammenfalte. Den mache ich hier zwischen und lege den so drüber. So hat der Kolben eine kleine Dämpfung und wenn Bremsflüssigkeit austritt, bekommt man nichts ins Auge. Jetzt kann man den Kolben rausdrücken. Und rausnehmen. Das Entlüfterventil ab, das geht am besten mit einer Siemernuss. Die Staubschutzmanschette ab. Und zum Schluss noch den Dichtring hier rausnehmen. Das geht am besten mit so einem kleinen Schlitzschraubendreher. Aber aufpassen, dass man nicht die Lauffläche hier hinten zerkratzt. So, jetzt ist der Bremssattel mit Träger komplett in seine Einzelteile zerlegt. Ich habe dafür einen Reparatursatz für 12 € gekauft. Da sind alle Teile mit dabei, die man für eine Überholung braucht. Den Bremssattel und den Träger werde ich sandstrahlen und neu lackieren. Aber vorher mache ich den Bremssattel mit Bremsenreiniger sauber. Jetzt muss verhindert werden, dass das Strahlgut nicht hier eindringen kann. Das kann man ganz einfach machen. Man nimmt sich ein Stück Pappe und den alten Bremskolben. Zeichnet sich das an. Und schneidet es dann aus. Nun drückt man den Ausschnitt in die Öffnung rein. Fertig. Diese beiden Löcher müssen auch noch verschlossen werden. Bei dem nehme ich das alte Entlüfterventil und schraube es wieder rein. Gummipropfen drauf. Dicht. Für dieses Loch habe ich den alten Bremsschlauch abgeschnitten und mit Isolierband mehrfach abgedichtet. Den schraube ich hier rein.
Und jetzt kann alles Sand gestrahlt werden. Und das mache ich mit meiner guten alten Sandstrahlkabine. Die habe ich mir mal vor etlichen Jahren für 200 € gekauft. Als Strahlmittel benutze ich Glasperlen mit 200 bis 300 Mikron. Eine 5 mm Düse und ca. 5 bis 6 Bar Druck. So, jetzt fangen wir aber mal an. Schauen wir mal, wie es geworden ist. Ist echt super geworden. Ich mache gleich mit dem Bremssattelträger weiter. Sieht auch super aus. So, nach einer halben Stunde Sandstrahlen sehen die Teile so aus. Jetzt werden die noch lackiert. Bei dem Bremssattel können wir alles so lassen. Aber bei dem Träger muss man das hier abkleben, weil das kraftschlüssige Verbindungen sind und da darf kein Lack drauf sein oder besser gesagt dazwischen sein. So sollte es ungefähr aussehen. Zum Schluss mache ich die noch mit Silikonentferner sauber und dann kann man schon lackieren. Die werden mit einem speziellen Bremssattellack lackiert. Der ist nicht nur hitzefest, sondern auch säurefest. Ich werde die Teile jetzt lackieren, die müssen dann erstmal trocknen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich keine Grundierung vorher aufgetragen habe. Aber den Bremssattellack soll man direkt aus Metall lackieren. Staubtrocken ist er ca. nach 15 bis 20 Minuten. Grifffest nach 1 bis 2 Stunden und komplett durchgehärtet nach 5 bis 7 Tagen. Ich schreibe es euch in die Beschreibung unten rein, was das genau für ein Lack ist. Ich lasse die Teile jetzt ungefähr 12 Stunden trocknen und danach sehen wir uns gleich wieder. So, die Teile sind einigermaßen trocken und sehen wirklich toll aus. Jetzt baue ich nur noch die neuen Teile alle ein und dann ist der Bremssattel wieder wie neu. Als erstes kommt der neue Dichtring wieder rein. Den schmiert man schön mit Bremszylinderpaste ein. Die ist mit dabei. Jetzt kommt er hier wieder rein. Und nochmal schön einschmieren. Nun kommt der neue Kolben mit der Manschette rein. Auch alles schön einfetten.
Jetzt kommt die Manschette über den Kolben. Diese Gummilippe muss hier in die Nute rein. Wenn die Gummilippe überall sitzt, kann man den Kolben reinschieben. Das war's. Bei der Aktion müsst ihr ein wenig Geduld haben. Wenn die Position des Kolbens nicht zu 100% stimmt, lässt er sich nicht reindrücken. Als nächstes kommen die beiden Führungshülsen rein. Die gehen genauso bescheiden rein wie der Kolben. Am besten von außen einfetten und dann mit Gewalt durchstecken. Zum Schluss kommt noch das Entlüfterventil rein. Festschrauben, fertig. Jetzt mache ich den Bremssattel noch sauber und zeige euch dann noch einen Vorher-Nachher-Vergleich. Sieht doch sensationell aus, oder? Und es dauert nur circa eine Stunde und kostet pro Bremssattel unter 20 €. Das ist doch der Hammer. So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.